Scharfe Krummbiere mit Knödel. Hallo, da sind wir wieder. Heute wollen wir mal wieder was kochen. Was Donauschwäbisches. Ich habe schon alles nachgerichtet. Kommt mit, ich zeige euch, was es gibt. Das Donauschwäbische ist von meiner Schwiegermama Kadi, unsere Oma Kadi. Die hat scharfe Krummbiere mit Knödel gemacht. Heißt übersetzt? Heißt übersetzt scharfe Kartoffel mit Knödel. Ja. Wobei die Knödel, darf ich euch jetzt nicht so vorstellen, wie ihr die kompakte Semmelknödel oder andere Knödel kennt. Oma hat zu allem, was mit Mehl zusammengerührt worden ist und Ei und nachher sei es in Brie oder da in Gulasch rein, hat sie Knödel gesagt. Schmierige Knödel und so weiter. Das Rezept ist da oben. Das verlinke ich euch für schmierige Knödel. Das ist was Ungarisches, aber man kann genauso eine stinknormale Paprikawurst nehmen. Das ist eine Gulbatsch. Die gibt es in verschiedene Schärfegrade. Wir lieben natürlich die recht scharfe. Und jetzt starten wir auch unseren Kartoffelgulasch, sage ich jetzt mal. Mir fällt gerade noch was ein. Was hast du denn heute für einen schwäbischen Begriff rausgesucht? Heute noch mal ein Begriff von dir. Du sagst immer, man sollte. Oh, okay. Ich sag's euch am Ende, was ich da mal mit Mussert. Jetzt aber flott. Wir nehmen ein bisschen Öl, damit wir unsere Zwiebel andinstet. Aber jetzt schwarz machen. Zuerst wir unsere Zwiebel anschwitzen. Oh, das riecht schon lecker. Ja. Ja, Kartoffel ist auch gleich mit, nein, macht nichts. Machen wir ein bisschen runter, sonst haben wir schwarze Zwiebeln. Sind sie schon schön glasig. Dann tun wir jetzt noch unsere Kartoffelgleich dazu. Die tun wir auch noch ein bisschen anschmelzen. Dann machen wir eine edelsüße Paprika und eine scharfe Paprika. Wobei ich da immer ein bisschen Eis spare, weil ja unsere Wurst recht scharf ist. Das fein abschmecken, das machen wir dann zum Schluss. Und jetzt noch ein bisschen Tomatenmark dazu. Zu dem Tomatenmark dann haben wir noch ein bisschen, eine Prise Zucker dazu. Und dann alles weiter andünsten. Damit uns das jetzt nicht schwarz wird, bedecken wir unsere Kartoffeln gerade so, dass sie mit Wasser zu sind. Ein bisschen. Oh, das riecht fantastisch. Ja. Kartoffeln nehmen wir da keine festkochende, sonst wird euch der Gulasch nachher nicht sämig. Aber auch keine mehlige, weil sonst haben wir ja Kartoffelbrei da drin. So gerade so zwischen denen, so halbfeste. Zu unserem Gulasch gehört jetzt auch noch Lorbeerblätter dazu. Was ich noch mache, meine getrocknete Stängel vom Magikraut. Es gibt auch immer noch mal was Gutes ab. Unser Gulbatsch schneiden wir jetzt in Ringler und dann die Au dazu rein. Und das Ganze lassen wir jetzt so 25 bis 30 Minuten kochen. Und die letzten 10 Minuten tun wir der Paprika noch mit rein, dass er nicht ganz so verkocht. Also, dann machen wir jetzt noch unsere Wursträdler. Das darf ruhig ein bisschen gröber sein. Oh, ist
fest. Das ist hart, ja. Ja, und der letzte Zipfel, den kriegst du dann. Oh, supi. Alles rein. Deckel drauf, zwischen rein umrühren, dass nichts abbrennt. Und dann machen wir schon unsere Knädel in Vorbereitung. 25 Minuten lassen wir es jetzt einmal kochen. Und dann sehen wir schon, wie sämig es wird. Jetzt machen wir weiter, solange das kocht mit unseren Knödeln, weil der Grieß mit denen ist, damit der nur ein bisschen quellen kann. Wir nehmen Mehl, unseren Grieß, Salz, oi. Und dann Schluck Wasser. Und dann jetzt das alles miteinander verkneten. Das könnt ihr gut mit einer Gabel machen. Also wie gesagt, die Mengenangaben, die sind alle so Pi mal Auge. Oma Kathi hat es mit der Waage geschafft. Die hat gewusst, so und so viele Leute sind am Tisch. Also so und so viel brauchen wir. So, ein ganz kleines bisschen Wasser noch. Die Knädel, wenn die nachher dann gezogen sind oder quält sind, die kann man entweder mit dem Löffel abstechen oder einfach an dem Boller Teig nachher wegzupfen mit den Händen und dann in eisern Gulasch rein, in eisere scharfe Krummbeeren reinzupfen. Jetzt aber. Das ist jetzt gar nicht schlecht von der Konsistenz. Jetzt lassen wir es quellen. Wow, das kocht aber. Das lassen wir so jetzt ein bisschen kochen und dann tun wir nachher so ein Paprika dazu. Jetzt machen wir unseren Paprika rein, dass der noch schön mitkochen kann. Kocht wie der Teufel. Ja. Wenn ihr seht, dass die Brühe einkocht, dann könnt ihr ruhig noch ein bisschen Wasser nachleeren. Weil es kommen ja jetzt nachher noch die Knädel rein und die brauchen auch eine Brühe. Unseren Kartoffelgulasch, unsere scharfe Krummbeere, habe ich jetzt runtergeschaltet. Darfst du mal reingucken, wegen der Flüssigkeit. Und da setzen wir jetzt unsere Knädel rein. Okay. Und wenn die Knädel raufkommen, dann ist das Essen fertig. Das kann es dann sein, man muss vielleicht noch ein bisschen Wasser rein tun, dass es nicht zu musig ist oder ein Stampf ist. Ich habe Wasser hergerichtet, ich mache das mit Löffel. Ich tue meine Löffel eintunken und stach dann einfach kleine Knädel ab und schmeiße da rein. So machst du das. Ja. Hoppala. Nein, Treffer, sagt man. Topf rein. Ja. Der wollte es. Ich glaube, Oma hat es auch gezupft mit nasse Hände. Das letzte Knädel ist drin. So, jetzt lassen wir das ziehen. Und wenn sie voll raufkommen, wobei die haben jetzt so viel Flüssigkeit zum Raufkommen, ist fertig. Dann lassen wir es uns schmecken. Ja, sowieso. Wir dann noch mit einer scharfen Paprika oder vielleicht mit einem Löffel Brühe abschmecken. So ist fertig, oder? So ist fertig. Und beim zweiten Mal aufkochen, wenn jetzt was übrig bleibt, dann schmeckt es fast noch besser. Unsere scharfe Krummbeere mit Knädel ist fertig. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Wie gesagt, ihr macht einen feinen Abschliff vom Schärfegrad her, wie es ihr möchtet. Ist auch ein sehr gutes vegetarisches Gericht. Da lasst ihr einfach die Wurst raus. Aber die Wurst, die gibt ja gerade den Kick. Wir sind am Ende. Wir müssen noch auflesen. Was hat er denn gehört, was ich alle sage? Jetzt haben wir gehört, der Murr. Der Murr. Nein, der Mursat. Der Mursat, ja genau, der Mursat. Der Mursat.
Wenn, dann musst du mir schon richtig nachmachen. Du musst, sag ich, eigentlich man sollte, man sollte. Aber man sollte, meine mein Mann. Ja. Mein Mann sollte, man sollte. Also, Und- sei doch schon alles, was Und er das, geworden höre, ist. und das höre ich öfters. Ja. Sonst funktioniert es ja nicht. Ja. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Mir hat es gefreut, ein Rezept von meiner Schwiegermama an euch rüberzubringen. Mir freut es, wenn ihr es nachmacht, mir einen Kommentar hinterlasst, einen Daumen hoch und noch ein Abo. Vielen Dank und bis bald. Ciao!